Herr Wichers, wie fiel der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau im September dieses Jahres aus? Wir hatten einen Orderrückgang von insgesamt 10% im Vorjahresvergleich. Im Ausland hatten wir ein Minus von 16%, im Inland dafür ein Plus von 4%. Über die ersten 9 Monate summiert sich damit der Auftragsrückgang auf 15%. Wie begründet sich der Unterschied zwischen In- und Ausland im September? Hier schlägt schlicht und einfach die Vorjahresbasis zu. Wir hatten im letzten Jahr im Inland einen sehr schwachen Auftragseingang, im Ausland dafür Großanlagengeschäft. Das heißt, die Vergleichsbasis fiel entsprechend höher aus. Macht der September Hoffnung, dass jetzt eine dauerhafte Erholung eingesetzt hat? Nun, wir verzeichnen jetzt schon seit einigen Monaten, mit Ausnahme des August, einen Rückprall von den tiefen Werten im April und Mai. Das macht natürlich Hoffnung. Ich denke mir, das Schlimmste hatten wir zumindest jetzt mit Blick zurück hinter uns. Und worin liegen die Risiken mit Blick nach vorne? Nun, die wieder aufflackernden Neuinfektionen der Corona-Pandemie machen uns natürlich auch Sorgen. Wir sind als Industrie vielleicht nicht direkt betroffen von den neuen Lockdowns, das gilt eher für die Dienstleistung, aber indirekt natürlich. Wir haben Verunsicherung der Investoren und wir müssen natürlich auch fürchten, dass dann Serviceaktivitäten wieder schwieriger werden, weil schlicht und einfach Grenzen geschlossen werden oder der Zutritt zu Unternehmen nicht möglich ist. Das Auftragsminus von 15% nach 9 Monaten klingt groß. Im Sommer war es sogar noch größer. Welche Schlussfolgerungen mit Blick auf die gesamte Konjunkturlage ziehen Sie daraus? Nun, es war wirklich im zweiten Quartal der größte Rückgang von 30% insgesamt. Da haben wir uns etwas von lockern können. Aber wir müssen natürlich nach vorne schauen. Und da geht es um die Investitionsfähigkeit, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Wir müssen schlicht und einfach Abstand nehmen jetzt von neuen Forderungen wie solchen nach Steuererhöhungen. Wir haben die letzte Krise 2009 auch ohne Steuererhöhung meistern können. Wir haben aber auch keine Steuersenkungen gehabt wie andere Staaten. Das heißt, wir sind im internationalen Vergleich zurückgefallen.